Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es bisher versäumt, mich richtig vorzustellen und möchte das mit diesem Video mal nachholen. Außerdem finde ich es total verrückt, dass in knapp 2 Monaten nur über 100 Menschen meinen Kanal abonniert haben und ich möchte vor allem nochmal ganz laut Danke sagen an jeden einzelnen von euch, der mich mit einem Abo oder einem Like oder anderweitig unterstützt. Ich erzähle euch zunächst ein bisschen was über mich und den Grund, warum ich erst 8 Jahre nach dem Erscheinen von GTA Online mit YouTube-Videos angefangen habe, was ich aktuell gerade vorbereite und was ich neben den ernsten GTA-Tutorials sonst noch so treibe. Mein Name ist Harry und ich habe an Weihnachten 2018 zum ersten Mal in meinem Leben angefangen, auf der PlayStation zu zocken. Ich hatte mir damals die PS4 Pro gekauft, mit GTA 5 losgelegt und mich einfach direkt in das Gameplay verliebt. Früher war ich PC-Spieler, aber da ich beruflich so viel am Rechner arbeite, entstand der Drang, nach einem langen Arbeitstag auf einer anderen Plattform und in entsprechender entspannter Position auf der Couch zu zocken und nicht mehr am PC, den ich den ganzen Tag vor der Nase habe. Durch eine Wette im Freundeskreis, in der es darum ging, sich auf GTA Online in maximal 2 Jahren einen komplett legalen Unlock-All-Account zu erspielen, hatte ich den nötigen Antrieb, mich mit dem Controller und dem Spiel intensiv auseinanderzusetzen. Da ich ja als blutiger Anfänger gestartet hatte, sowohl was das Zocken am Controller generell anbelangt, als auch hinsichtlich der GTA-Reihe selbst, schien es unmöglich, dass ich auch nur die kleinste Chance hätte, diese Wette zu gewinnen. Ja, gesagt, getan. Ich habe begonnen, mich ins Spiel reinzubeißen. Zunächst einmal GTA 5 Story, wo ich dann erstmal lernen musste, ein Fahrzeug auf einer Straßenseite zu halten. Ich hatte ja keinerlei Gefühl für das Zocken am Controller. Nach 3 Monaten im März 2019 war ich dann so weit, dass ich mir zum ersten Mal GTA Online angeschaut habe. Vom Spielertyp her bin ich ein Entdecker und versuche grundsätzlich alles selbst herauszufinden. Ich glaube, das erste Mal, wo ich das Internet und YouTube konsultiert habe, um etwas über GTA Online rauszufinden, war, als es um das Easter Egg mit dem Alien Eye ging. Dazu konnte mir leider niemand in meinem Freundeskreis auf PSN, den ich bis dahin aufgebaut hatte, etwas sagen. Wenn euch interessiert, wovon ich da rede, findet ihr einen Link zu einem Video des GTA Series Videos Kanals in der Beschreibung. Im Dezember 2019 kam ja das Casino-Update. Ich hatte aber mein Geld bis dahin mit den MCs, CEO Import-Export, Bunker, Nachtclub etc. verdient und habe das noch bis circa Juni 2020 durchgezogen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann die Unlock-All-Wette gewonnen mit 500 Millionen auf der Bank und eigentlich allem, was man in GTA Online so kaufen kann. Im April 2021 habe ich dann außerdem mit einem meiner besten Kumpels aus dem nicht virtuellen Leben eine Crew gegründet, die inzwischen auf ca. 60 Leute angewachsen ist. Seither bin ich eigentlich hauptsächlich auf GTA Online, um Kontakte zu pflegen und meiner Crew und vielen weiteren Mitspielern zu helfen, diese zu pushen mit Heist-Payouts, Tipps für Missionen etc. Das heißt, ich erkläre oft 5-mal am Tag verschiedenen Mitspielern dieselben Dinge und wurde seither gefühlt unzählige Male gefragt, ob ich einen YouTube-Kanal hätte, wo man sich nochmal anschauen könne, was ich den Mitspielern eben erklärt habe oder wo man sehen könne, wie ich etwas Bestimmtes mache. Ich musste natürlich verneinen und habe meistens geantwortet, dass es bestimmt Anleitungen zu allem gibt. Um offen zu sein, YouTube hatte mich da eigentlich nicht wirklich interessiert. Tja, dann kam das Update mit dem Cayo Perico Heist und dem Überfall auf die Insel. Die Komplexität des Überfalls und auch die Verteilung von Ausrüstungen und Beute hat mich total umgehauen und auch sofort gefesselt. Ich wollte herausfinden, was die schnellste, aber auch die lukrativste Möglichkeit ist, den Cayo Perico Heist zu spielen. Nach ca. 60 bis 80 Überfällen auf die Insel über die Abwassertunnel-Variante mit der Kosatka fand ich die schnellste Variante aber bald todeslangweilig und wollte verstehen, weshalb Rockstar Games sich einen Wahnsinnsaufwand gemacht hat, eine ganze virtuelle Insel zu programmieren, wenn man doch eh immer nur das Anwesen von El Rubio ausraubt. Außerdem kamen dann die ersten Heists, wo nur 1 bis 2 Tische Gold im Anwesen lagen und die Payout-Tabellen im Internet versprachen, dass Kokain und Gras wohl deutlich wertvoller sind als das Papier im Anwesen, also die Gemälde und das Bargeld im Anwesen. Das bestätigte sich dann schnell mit ca. 5 bis 20% mehr Payout pro Heist-Finale im Vergleich zu den Anwesen-Heists, die ich davor gespielt hatte, also mit der Kosatka über den Abwassertunnel. Ich lernte also im Januar 2021 die Insel auszuspähen und hatte ab Februar dann herausgefunden, wie man immer komplett alles an Beute und Ausrüstung findet und für diese 100%-Quote auch nur circa eine Viertelstunde benötigt. Wir spielten den Überfall auf jede nur erdenkliche Art und haben auch herausgefunden, was das perfekte Mischungsverhältnis von Gold und Drogen ist, um den maximalen Payout aus der Finalmission rauszuholen.
Auf viele Nachfragen hin habe ich dann ab April, Mai letzten Jahres das Internet und YouTube aufgemacht und musste feststellen, dass es noch immer keinerlei vernünftige Anleitungen dazu gab, wie man die Insel schnell und mit einer Taktik immer komplett auf 100% ausspäht. Es gibt zwar Karten, die sind aber nicht unbedingt vollständig. Teilweise fehlen Schatztruhen-Spawns oder Fahrzeugspawns, und von Spawnzonen scheint kein YouTuber und auch keine Gaming-Seite, die Anleitungen zu GTA veröffentlicht, je was gehört zu haben. Nachdem ich etwa ein halbes Jahr lang das Internet und verschiedenste, vor allem aber deutsche YouTube-Kanäle zu dem Thema beobachtet habe und offenbar keiner auch nur im Ansatz daran dachte, eine solche Anleitung zu erstellen, sondern da meistens News zu GTA, der allgemeine Kommerz oder das Thema Liken, Abonnieren, Glocke aktivieren im Vordergrund stand, habe ich mich im November letzten Jahres entschieden, das nun selbst in die Hand zu nehmen und diese Content-Lücke zu füllen. Tja, und da sind wir heute. Wie ich in der Kanalbeschreibung angekündigt habe, bereite ich die Kaio Ausspähanleitung seit einiger Zeit im Hintergrund vor. Das heißt, ich habe aus ca. 50 Screenshots eine eigene Map von Cayo Perico gebastelt und diese als Vektorgrafik aufbereitet, damit später beim Anschauen die Möglichkeit besteht, beinahe unendlich in die Karte reinzuzoomen, ohne dass man jemals diesen typischen Verpixelungseffekt von reingezoomten Fotos erlebt. Parallel dazu schneide ich seit Dezember meine Ausspähtouren auf der Insel mit, solange bis ich jede Ausrüstung irgendwann einmal an jedem der 48 möglichen Spawnpunkte fotografieren bzw. mitschneiden kann. Das dauert und ist natürlich total vom Zufall abhängig, insofern kann ich keinen genauen Tag nennen, wann das Projekt fertig ist und ich jede Ausrüstung an jedem möglichen Spawnpunkt in meinen Cayo Perico Heists hatte. Aktuell habe ich ca. 80% schon auf Video, die restlichen fehlenden Spawnpunkte lassen aber hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten. Neben diesem ernsten Thema habe ich aber noch so viele Ideen für zig andere Videos, mit denen ich meinen Mitspielern und euch helfen kann. Natürlich entstehen aus dem Gameplay heraus auch immer wieder völlig abgefahrene Stunts oder Fails. Das heißt, eine Fail-Compilation mit Clips von meinen Freunden und mir ist auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich denke, ihr merkt schon an meinen bisherigen Videos, mein Ansatz ist etwas anders als der von den meisten anderen YouTube-Kanälen. Das werde ich natürlich auch so weiter durchziehen. Vor allem finde ich es persönlich sehr anstrengend, wenn das Video als Tutorial allein schon ausreichen würde, man aber sich eine Viertelstunde lang Erklärungen anhören muss, die durch das Video eh schon inbegriffen sind. Ich spreche Ton unter meine Videos, wenn es Sinn macht und ich andere zusätzliche Informationen mitgeben möchte, die nicht mit 1 bis 2 Texteinblendungen transportiert werden können. Den Satz liken, abonnieren und Glocke aktivieren halte ich im Jahre 2022 für abgedroschen, deswegen weigere ich mich nachhaltig, sowas in meine Videos am Ende einzubauen. Wer meine Videos mag, darf mir das gerne mit einem Like zeigen und über 100 Personen haben offenbar auch Interesse daran, über Videos von mir auf dem Laufenden gehalten zu werden. Das finde ich absolut stark und freue mich echt darüber. Ich werde aber nie anfangen, um Abos oder Likes zu betteln. Im Alter von 28 Jahren komme ich mir das sonst irgendwie einfach echt schäbig vor. Tja, zu guter Letzt kommen wir zu meinem kleinen Special für euch. Ich verlose je einen vollen Payout eines Diamond Casino Heists und eines Cayo Perico Heists unter euch. Das Prinzip ist simpel, ich habe mir eben eine Zahl zwischen 0 und 1000 herausgepickt und wer mitmachen will, tut dasselbe und schreibt mir seine Zahl unten in die Kommentare. Am Valentinstag, also Montag, den 14. Februar um 12 Uhr endet die Aktion und die 2 Personen, welche zufällig am nächsten an meiner gewählten Zahl dran sind, werden je einen Payout gewinnen. Der erste Platz gewinnt einen Casino-Payout, also halt die maximalen 85%, die ich abgeben kann, da das fast immer mehr Geld ist als beim Cayo Perico Heist. Wer die Fingerabdrücke vom Casino hacken kann, verdient hier bis zu 2 Millionen pro Job. Der zweite Platz gewinnt den Cayo Perico Payout, das heißt 70% der Beute. Da der beste Payout im Cayo fast immer zu dritt ist, stelle ich entweder selbst eine dritte Person aus meiner Crew oder ihr bringt jemanden mit, der 15% mitlaufen wird. Tja, dann mal los, schreibt mir in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!